Der Motor kann in den Roller und wo ich ihn einbaue und wie ich ihn einbaue, das will ich euch heute zeigen. Dafür drehe ich den ganzen Hobel mal um. Probiere ich mal mein Glück. Gucken, ob ich den Motor jetzt überhaupt alleine reinkriege. Bin ja alt und schwächlich. Ich habe den Motorbolzen angesetzt, den vorderen. So, jetzt hängt das schon mal drin. Ich ziehe den gleich fest. Wenn man sowas vergisst, ist es doof. Der PFA-Motor ist leider ein bisschen schwerer als ein originaler PX-Motor. Deswegen ist auch das Einhängen ein bisschen mühsamer. Jetzt mache ich mal das hintere Federbein. Jetzt zieht nur die obere Schraube vom Federbein fest. Jetzt kommt als nächstes die untere Schraube dran. Jetzt schließe ich also die Schaltzüge oben an. Dafür muss ich das Widerlager von der Motorino Diablo Schaltung wieder lösen. Das ist hier die Hülse, in die der Zug eingesteckt wird. Den auch einhängen. Das Widerlager wieder anschrauben. Ich baue jetzt die Schaltraste schon mal an die Schaltzüge, weil dann kann ich sie schon mal perfekt einstellen und dann brauche ich sie nur noch drauf schieben. Zack, so Leerlaufstellung. Die SIP-Bautenzüge sind zum Glück nummeriert. Das ist die 1, die geht unten rein. Und die zieht in meinem Fall zum ersten Gang. Das ist leider immer ein bisschen fisselig hier, deswegen ist es wichtig, wenn man die Motorino einbaut, dass man immer neue Seilzüge verwendet. So, das ist ja hier durch. Kann gleich mit der kleinen Madenschraube fixiert werden. Jetzt der schaltet dann hoch. Achtung, sehr kleine Madenschrauben sind schnell verloren. Muss hier natürlich genau in Nulllage sein, wenn es oben auch in Nulllage ist. Ich kann hier schalten, ein Gang und es flippt zurück. Noch ein Gang und jetzt sieht man oben am Schaltgriff, dass es zurückflutscht. Jetzt loslasse, zack, geht wieder in die Ausgangsstellung. Wichtig ist, dass es immer wieder in der Ausgangsstellung ist, damit er wieder den Weg freigibt. Ja, die Züge muss ich noch ein bisschen einstellen, hier in den Einstellschrauben. Die dürfen nicht zu fest sein, diese müssen durchaus ein bisschen locker sein, weil wie gesagt, das ist halt sehr wichtig, dass das alles möglichst widerstandsfrei klappt. Sonst gibt er auch die Falle hier unten nicht frei. Jetzt geht es eigentlich schön leicht, ich stelle es trotzdem noch ein ganz bisschen nach. Und dann kann die Schaltraste montiert werden. Aha. Jetzt sieht man sehr schön, ich habe die Züge etwas zu fest gezogen und jetzt flippt er oben nicht mehr zurück in die Ausgangsposition. Jetzt bleibt er da stehen und das heißt, ich kann nicht schalten in den nächsten Gang, weil die Falle nicht freigegeben wird unten. Jetzt bin ich im zweiten Gang, ich schalte mal in den dritten und lasse los. Und man sieht, er geht nicht ganz zurück. Und wenn dies nicht in die Ausgangsposition geht, wird die Falle auch nicht freigegeben und ich kann jetzt nicht in den vierten schalten. Sondern das ist ganz wichtig, dass der immer zurückflippt und dann kann ich auch wieder in den vierten. Also, ich habe jetzt mal getestet, welche Vorspannung ich den Zügen geben kann. Jetzt funktioniert es wieder einwandfrei. Ja, da sieht man, dass so ein bisschen Widerstandsänderung bewirken kann. Jetzt bin ich im Leerlauf, schalte den zweiten und lasse los und er gibt die Falle wieder frei. Also so eine Motorino Diablo mit sequenzieller Schaltung ist was Schönes, aber man muss sich immer Zeit nehmen und Mühe geben, dass das auch wirklich vernünftig eingestellt ist, sonst hat man daran nicht viel Freude. So, als nächstes baue ich die Schaltraste an. Dazu ist am besten die Schaltwelle ganz draußen zu haben.
Schaltraste in den 4. Gang. Die Motorino Diavolo geht leider nicht weiter raus. Das ist von daher ein bisschen fummeliger als mit anderen Schaltrasten. Dichtflächen sind beide jungfräulich, deswegen öle ich die Dichtung nur ein bisschen ein, dass sie sich auch gut setzt. Gut. Ich versuche jetzt hinterher zu schalten, dass die Schaltraste drauf flutschen kann. Gut. Jetzt ziehe ich es fest. Ja, zur Kupplung fehlt noch was ganz Wichtiges. Ein Kupplungsgriff. Aber die Bremse kann ich schon mal anschließen. Gut, nochmal runter und Kupplungshebel anbringen. Welcher passt besser? Der glänzende tatsächlich, glaube ich. Es gibt hier mal so Wellscheiben, die dafür sorgen, dass das Ding nicht rumflattert. Ich habe aber irgendwo, muss ich da noch bessere haben. Dann sauber machen. Während diese Tonne, die muss halt immer in der Richtung vom Hebel stehen, weil wenn die sich quer setzt, dann geht die nicht mehr richtig im Hebel mit und der Zug knickt ab und bricht. Und wenn das so ist, ne, hier ohne dass der Hebel dran ist, also quer zur Einbaurichtung, dann drehe ich das in die richtige Einbaurichtung und gehe ein bisschen hin und her, bis der von alleine in der richtigen Richtung steht. Und dann dreht er sich auch nicht mehr zurück beim Einbau. Mal darauf achten, dass es freigängig ist und dann kann man von unten die selbstsichernde Mutter ansetzen. Und festziehen. Genau. Wichtig ist natürlich, dass es immer gut geschmiert ist. Aber ich mache das gerne mit Sprühfett im Nachhinein, dann habe ich weniger Sauerei auf den Fingern. Also ich schließe jetzt das Kupplungsseil hier unten an. Wichtig ist immer, einen Schraubnippel mit so einem kleinen Plättchen zu verwenden, weil das sorgt dafür, dass der Bowdenzug länger lebt. In dem Fall verwende ich hier einen SIP Performance Schraubnippel. Die haben das. Also das geht schon ganz gut. Wenn ein bisschen Öl drin ist, dann wird das 2-3 Mal durchgetreten. Dann funktioniert das.